Hallo Karlsruhe, ich möchte heute meine Rede halten über das Thema der Geopolitik. Genauer über die Gefahr eines zweiten Kalten Krieges, die seit einiger Zeit immer stärker ansteigt. Für die meisten friedenspolitisch aktiven Menschen war schon immer klar, dass Trump ein Kriegstreiber war und die Kriegsgefahr aktiv erhöht hat. Das hat man unter anderem daran gesehen, dass er die Ermordung von dem iranischen General Qasem Soleimani angeordnet hat. Diese Ermordung hatte eine globale Krise ausgelöst, im Nahen Osten vor allem. Viele Menschen vergessen jedoch, dass die geopolitische Bedrohung und die Verwerfung nichts mit dem jeweiligen Präsidenten der USA zu tun haben, sondern vielmehr systemischer Natur sind. Das bedeutet, dass es unter Joseph Biden genauso eine Kriegspolitik geben könnte wie unter Donald Trump. Untersuchen wir es an den Fakten. Angefangen hat die Politik von Joseph Biden im Ausland mit der systematischen Bombardierung pro-iranischer Kräfte in Syrien, welche wiederum eine klare Parallele zu Trumps Amtszeit darstellt und im klaren Gegensatz zu seiner Aussage steht, bessere Beziehungen zum Iran herzustellen. Außerdem verlängert es den Syrienkrieg um weitere Jahre. Die USA haben davon Abstand genommen, klar die Regelungen mit dem Atomabkommen des Irans zu beenden, was hinter diesem Hintergrund nicht weiter überraschen sollte. Doch es gibt auch einige neue bedrohliche Entwicklungen, welche die geopolitische Situation weiter verschärfen könnten. So wird die Ukraine, die von der USA unterstützt wird, zurzeit immer aggressiver und missachtet offen die Militärabkommen mit dem Donbass, wo die Ukraine sich verpflichtet hatte, eine Waffenruhe einzuleiten. Außerdem scheint die Ukraine eine Offensive für Mai angekündigt zu haben. Das ist eine relativ neue Entwicklung, die erst seit der Amtszeit von Joe Biden zu beobachten ist. Vor allem darum ist es wichtig, das zu erwähnen, weil Joseph Biden sich direkt persönlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angelegt hat und ihn öffentlich einen Mörder nannte. Das ist natürlich Gift für die außenpolitischen Beziehungen zwischen den USA und Russland. Im weiteren Verlauf dieser Auseinandersetzung hat die USA weitere Sanktionen zu den schon bestehenden gegen Russland verkündet und gefordert, dass die Pipeline Nord Stream 2 sofort der Bau davon gestoppt wird. Besonders aggressiv zeigt sich nun der neue US-Außenminister Antony Blinken. Das kann man definitiv als eine Fortführung des Zweiten Kalten Krieges bezeichnen, was in Alaska bei den Gesprächen zwischen den USA und China geschehen ist. Dort hat sich Blinken mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi getroffen, wo er gleichzeitig die Chinesen aufs Schärfste kritisiert hat für die Behandlung mit den eigenen chinesischen Territorien Hongkong, Xinjiang und Tibet. In diesen Territorien versucht die USA schon seit Jahrzehnten antichinesische Proteste, Aufstände und Propaganda zu organisieren, welche wiederum sich die Chinesen verbitten als Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten und somit den größtmöglichen Affront darstellen. Die Politik der USA ist aber nicht die einzige, die diese Richtung einschlägt. Auch die EU hat nun Sanktionen gegen China verhängt, was aber vor allem dem Handel Europas selbst schaden wird. In Seoul in Südkorea hat Blinken verkündet, dass er nun für die Denuklearisierung Nordkoreas einsteht und nicht mehr, wie es bisher hieß, für die Denuklearisierung der ganzen koreanischen Halbinsel. Das bedeutet, dass nun die Aktion einseitig bei Nordkorea liegen soll und nicht mehr die Verantwortung für die Abrüstung bei der USA, die als Schutzmacht in Südkorea auftreten. Dass dies in Pyongyang nicht auf offene Ohren stößt, kann kaum überraschen. Auch möchte Blinken die USA-Beziehungen zu Saudi-Arabien wieder verbessern, was bedeutet, dass die USA nun weiter den Krieg in Jemen unterstützen, an dem die Saudis mit der Golfallianz direkt beteiligt sind. In Lateinamerika werden die Sanktionen gegen Venezuela verlängert und auch das Embargo gegen Kuba wird weiter unterstützt. Daher ist anzumerken, dass die Politik von Joe Biden nicht das Geringste daran ändert, dass die USA einen Raubkrieg und eine kriminelle Politik gegenüber ihren ausländischen Feinden betreiben. Doch es gibt auch positive Entwicklungen, denn die sanktionierten Staaten wie Russland, China, der Iran, aber auch kleinere Länder wie Syrien, Venezuela, Kuba
und selbst das kleine Palästina, das von all diesen Ländern als unabhängiger Staat anerkannt wird, haben sich in der UN-Koalition gegen den Unilateralismus und für die Verteidigung der UN-Charta zusammengeschlossen, um den Provokationen des Westens, insbesondere der USA, entgegenzutreten. Diese Entwicklung verdient unsere Unterstützung. In all diesen Ländern, die ich genannt habe, wie China, Russland und dem Iran, wird in den Medien der westlichen Propaganda entschieden entgegengetreten und die Verbrechen der USA im Nahen Osten in den dortigen Kriegen werden explizit angeprangert und für alle Menschen sichtbar gemacht. Ihr merkt also, es ist durchaus möglich, dem US-Imperialismus etwas entgegenzusetzen. Wenn man aufsteht für den Frieden und trotz der Pandemie zu den Ostermärschen geht, ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Setzen wir uns ein für Abrüstung, Multilateralismus und Gerechtigkeit. Sagen wir Nein zur NATO, sagen wir Ja zum Frieden mit Russland und China. Ich danke euch.